Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Krautessay. Mädesüß, die Wiesenfee. Hey, war da nicht was? Hast du auch das Glöckchen gehört? Da, ganz zart. Horch, da dringt es an dein Ohr. Nochmal, guck mal. Und jetzt im Akkord. Dur, die Tonart, heiter und beschwingt. Ich beuge mich in Richtung des Klangs und erblicke ein Wesen voller Pracht und in vollem Ornat. Eine Wiesenfee, vanillefarben aufstrebend, raumgreifend und betörend duftend. Und sie nimmt von meinen Sinnen Besitz und beginnt mich mit ihrem Aroma zu verführen und ihren Zauber ganz sanft zu verströmen. Sie wiegt sich auf ihrem langen, grazilen Bein im Wind hin und her und spielt auf ihrer Feenfiedel ein leises Sommerlied. Mädesüß, du süße Fee, tanzt im Ballkleid über die Wiesenränder, da wo dir der Tau die Füße küsst, da wo Bachläufe murmeln, wo Teiche die Landschaft durchlöchern und wo kleine Gräben die Erde zerfurchen. Da ist sie zu Hause, die Königin, die Sonne und Mond in sich vereinigt. Sonne, weil Mädesüß ist meine Sommerentdeckung. Die Pflanze, die Urlaubsanmutungen in mir auslöst, die Idee von Sommer und Ausgelassenheit. Die Verheißung einer kurzen, kostbaren Zeitspanne, die anders ticken darf. Heiterer, beschwingter und entschleunigter. Und die perfekte Pflanze ist eben dazu das Mädesüß. Mädesüß, siehe da, ist ein Rosengewächs und bringt mich vielleicht stärker in Kontakt mit dem, wofür die Rosenfamilie seit Jahrtausenden steht. Intuitives, Gefühle, Bedürfnisse, Weibliches. Und das jetzt im Zenit des Sonnenrades, beschienen von Kraft und Energie, wie es eben nur der Hochsommer vermag. Eine Hochzeit für all das, was die restlichen Monate in der Schreibtischschublade verborgen ist. Eine Auszeit für die grauen Zellen, die sich mit dem Bunt der Sommerwiesen färben dürfen. Eine Auszeit von den sonst üblichen Klamottenschichten, die nun der nackten Haut weichen. Eine Auszeit vom vielen Sitzen in stickigen Stuben, wo nun ausgelassenes Springen und Hüpfen über Grasland und Weiden möglich ist. Was für ein Sommer und Signet und Symbol ist einmal mehr das zauberhafte Mädesüß, ein fluffiges Geschöpf, ein elfenbeinfarbener Wattebausch, eine Wolke aus Licht, die gen Himmel jubelt. Eine eigenwillige Pflanze mit ihrer stattlichen Höhe von bis zu 1,5 Metern, die sie alljährlich bis ungefähr Juli an feuchten Standorten erreicht. Wir finden sie in ganz Europa, wobei Wasser das entscheidende Stichwort ist. Sie liebt es, nass zu stehen, eine Mondpflanze, für die, die es hören wollen. Eine Hochstaude, die Gesellschaft liebt und kaum allein auftritt. Sie erhebt sich im Frühjahr aus einer Rosette mit einem Stängel, der auf der sonnenzugewandten Seite rötlich gefärbt ist. Das machen Stoffe, die Wissenschaftler Salgonole getauft haben, ein natürliches Sonnenschutzmittel. Pflanzenastrologen sehen darin den Mars-Einfluss, also erkennen die rote Farbe des Planeten Mars hier, der uns buchstäblich signalisiert, hier ist Kraft drin. Wir werden das weiterverfolgen, doch erst noch weiter im biologischen Text. Ihre Blätter sind ganz unordentlich gezähnt, als hätte ein kleiner Mausezahn mal hier, mal dort geknabbert. Die holde Schönheit hat chaotische Einschübe, was die Pflanze enorm charmant macht. Umania lautet ihr zweiter lateinischer Name, eine Blattform, die an die Ulme erinnert. So die Botaniker. Wie beim Giersch zählen wir bis 3. 3 Blätter treten jeweils gemeinsam auf. Sie sind dunkelgrün gefiedert und deutlich geädert. Wir finden sie wechselständig am Stängel. Und dann das Sahnehäubchen. Trichterförmige Blütenpuschel, die in eben rund 1,50 Meter über einem feuchten Untergrund balancieren und deinen Blick einfangen. Die kleinen Blütchen haben je 5 Kelchblätter, winzige Wunder aus filigran cremefarbenem Pflanzenmaterial mit Staubblättern, die wie kleine Antennen auf Empfang für Bienen, Fliegen und Käfer geschaltet sind.
Ja, Mädesüß ist keine, die sich versteckt. Sie prunkt mit ihrem Gaben und ist freigebig zu dem, der sich nähert. Ja, nähern wir uns also und berühren sie vorsichtig. Wer mag, zerreibt ein Blatt oder eine Knospe. Wow. Und jetzt? Die einen meinen, eine leichte Amaretto-Note zu vernehmen. Wir erschnuppern den Wohlgeruch von Bittermandel, von Vanille, die uns tröstet, und ein Geruch, der uns beruhigt, und ahnen schon einen Hauch von Gemütlichkeit kondensiert im Weihnachtskeks mit heißem Tee. Die anderen sehen vor ihrem geistigen Auge eine Kinderarztpraxis der 1960er und 70er Jahre mit ihrem strengen Pflastergeruch, bitter und medizinisch, der uns in der Tat auf die entscheidende Fährte ihrer Heilkraft führt. Was ist das für eine Pflanze, die die Weiblichkeit der Rose, einen Hauch bittersüßen Gifts und die ätherische Großartigkeit von Vanille, Honig und Mandeln mixt und die, wie erwähnt, die Sonne einfängt, mit Mars gezeichnet ist und sogar den Mond in sich trägt? Ihre Geheimzutat ist vor allem die Salicylsäure, die der Körper in der Leber in Acetylsalicylsäure umwandelt. Und woher kennen wir diesen Zungenbrecher? Natürlich vom Aspirin. Mädesüß war früher nämlich auch unter dem Namen Spierstrauch bekannt. Filipendula oder früher Spirea ulmaria. Ulmaria, das hatten wir eben schon, und Spirea, Spiersäure, ist gleich Salicylsäure. Doch noch bei der Gelegenheit ein Wort zur Namensgebung. Eine andere Erklärung für das eigentümliche Wort Mädesüß kommt von Metsüß, also von mit keltischen Haudegen assoziiertem Met und Bier, die mit dem Kraut ihre Gesöffe aromatisiert haben sollen. Tatsächlich gibt es Belege aus England und Schottland, wo man mit Mädesüß sogar färbte. Eine weitere Herleitung kommt von Maat, also von der abgesenzten Wiese, nicht jedoch von einem süßen Mädel, obschon das auch irgendwie passen könnte. Zurück zum Stoff, der Mädesüß so besonders macht, die Salicylsäure. Bekanntermaßen schreibt sie mittlerweile Arzneigeschichte, denn im Jahr 1897 gelang es dem jungen Chemiker Dr. Felix Hoffmann in einem Labor in Wuppertal erstmals, den wirksameren umgewandelten Stoff, also die Acetylsalicylsäure, in chemisch reiner, einigermaßen verträglicher und haltbarer Form zu synthetisieren. Inspiriert hatte ihn neben dem Mädesüß die Weidenrinde, die ebenfalls mit Salicylsäure punktet. Eine Punktlandung war die Entdeckung in jedem Fall für die Bayer-Werke, die ab 1899 ein Pulver und später die berühmte Tablette Aspirin als absolutes Markenzeichen und mit dem Bayer-Kreuz gebrandet verkaufte und die damit an die Spitze der meistverkauftesten Medikamente der Welt mit heute 50.000 Tonnen Acetylsalicylsäure pro Jahr klettert. Doch wir vertrauen Dr. Natur und die Pflanze lädt uns ja förmlich ein, sie zu erkunden. Und siehe da, sie hilft wunderbar bei kleinen Wehwehchen von Kopf bis Fuß, also vom berühmten Menskopfschmerz bis zu Zipperlein in den Knochen. Du siehst sie und weißt einfach, dass sie dir guttun wird. Es ist eben nicht nur ein chemisch extrahierter Stoff, sondern ihr gesamtes Wesen und ihr Wirkstoffgemisch aus Gerbsäuren, Kieselsäuren, Flavonoiden und sogar einem schwach giftigen Glykosid, das ihre Heilwirkung ausmacht. Kaust du auf ihren Blättern rum, ist es schon krass. Krass bitter, krass zusammenziehend, absolut nicht lieblich, wie man auf den ersten Blick annehmen könnte. Doch was bitter für den Mund ist zumeist gesund, nicht wahr? Sie wirkt, und das sagen selbst Mediziner, entzündungshemmend, fiebersenkend, kräftigend, krampflösend und schweißtreibend. Sie schadet in jedem Fall in geringer Dosierung nicht, und wem es gerade gut geht, der sammelt den Sommer für die Küche. Mach ihn haltbar, indem du Mädesüß in Zucker legst und ihn so zu unglaublichen Qualitäten veredelst. Der Witz an der Pflanze ist, dass sie eben bitter und süß zugleich ist. Wie wäre es daher, ein Oxymehl mit Mädesüß anzusetzen? Ein Oxymehl, das ebenfalls durch seine Gegensätze wirkt. Oxy heißt sauer und Mehl steht für Honig. Ein Gebräu, das schon in der Antike als isotonischer Durstlöscher, wie das heute so neudeutsch heißt, Anwendung fand. Die bittere Süße vom Mädesüß schmiegt sich hier ganz besonders in den Geist der Flasche und obendrein erhältst du ein Tonikum, das dein Immunsystem stärkt und Entzündungen die rote Karte zeigt. Mit Zutaten wie Früchten oder im Kuchen oder in der Limo schwingt sich unsere Wiesenfee als kulinarische Delikatesse auf. Gönn's dir also.
Spiel mit dieser Süße, die du aus dieser Pflanze extrahieren kannst, und lass die Bitterkeit eine Weile hinter dir. Früher bestreute man sogar die Böden der muffigen Stuben, in denen der Schweiß der harten Arbeit in die Holzwände kroch, die Fensteröffnungen klein und die Ungeziefermengen groß waren, mit wohlriechenden Kräutern wie dem Mädesüß. Tja, und dann endet auch dieser Sommer. Im August hört das Mädesüß auf zu tanzen. Da versamen seine Blütendolden zu kleinen Fäustchen, die sich kraftgeladen gen Himmel und gen Mars recken, dessen Power sie mit all den fantastischen Inhaltsstoffen in sich tragen. Wir entdecken schneckenförmig gerillte Nüsschen, die als Samenpakete ihren Weg in den nächsten Sommer vorbereiten. Ihre Gestalt führt uns den ewigen Kreislauf allen Lebens vor Augen, Spiralen in Richtung Unendlichkeit. Doch jetzt und hier in diesem Sommer dürfen wir einfach mal sein, das Dasein spüren. Das Elfengeschöpf Mädesüß lädt uns dazu ein, das Zarte zuzulassen, die Sonne zu feiern und zugleich den unsteten Gewässern des Lebens standzuhalten und dem Mond seinen Raum zu geben. Ein Sommer, der in dieser Welt mehr und mehr das Bittere und das Süße vereinigt. Doch mit Wiesenfeen wie dem Mädesüß auf unserer Seite geht's ganz bestimmt leichter. Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Tanze mit uns auf den Ohren durch den Sommer und genieße das Draußensein, den Geruch der Wiesen und das Summen der Bienen. Schenke uns deine Freude, indem du eine nette Bewertung dalässt. Horche gerne in unsere anderen Folgen rein und abonniere Melanies Newsletter, auch der leicht lesbar wie unser Mädesüß, das nun mein schnödes Leitungswasser adelt. Genieße es, deine Mo.